In diesem Video bekommst du kurz und knapp Inspo für eins der atemberaubendsten Länder der Welt. In der Namib Desert, der ältesten Wüste der Welt, liegt eine von Sanddünen umschlossene Salztonpfanne. Hier wanderst du entweder auf eine der höchsten Dünen der Welt, die ohne Spaß Big Daddy genannt wird, Big Daddy. oder genießt den weltberühmten Fotospot an den alten Kameldornbäumen. Achtung, die letzten 3 Kilometer führen durch tiefen Sand und du fährst den Ort am besten im 4x4-Modus mit heruntergelassenem Reifendruck an. Oder nutzt den Shuttle vor Ort für 10 Euro pro Person. Am gleichen Tag wie Susuflay wirst du wahrscheinlich den naheliegenden Sesriem Canyon besuchen. Du kannst hier auch hinabsteigen, aber Achtung vor dem Pavian. Die wohl epischste Jeep-Tour zwischen Dünen der ältesten Wüste der Welt und den Wellen des Atlantiks. Die Route zum Sandwich Harbor machst du am besten mit einem Guide, denn hier kannst du nur während Ebbe lang fahren und es sind leider schon einige Autos ins Meer gespült worden. Wir bereisen die Welt jetzt schon nonstop seit 2,5 Jahren. Schau bis zum Ende für unsere Insider-Tipps, wie du dich am besten im Land zurechtfindest. In Walvis Bay findest du eine riesige Anzahl Flamingos in der Lagune, wenn sie nicht gerade im 400 Kilometer entfernten Etosha Park brüten. Dieser weltberühmte Nationalpark ist uns vor allem wegen den beeindruckenden Elefantenherden in Erinnerung geblieben. Du findest hier 4 der Big Five: Löwen, Leoparden, Elefanten und Rhinos. Büffel gibt es hier nicht. Das Okaukuejo Camp im Etosha National Park hat seinen eigenen Punkt verdient, denn es ist einer der besten Orte der Welt, um Rhinos zu sehen. Campen kostet 20 Euro pro Person und das alleine lohnt sich, um die ganze Nacht um das Wasserloch zu sitzen. Am Cape Cross findest du mit ca. 250.000 Tieren die größte Robbenkolonie der Welt. Ein unglaubliches Gefühl, zwischen diesen endlos vielen Robben zu stehen. Etwas versteckt gelegen zwischen Swakopmund und Cape Cross findest du eine alte Mine, die sich mit Wasser vollgezogen hat. Aufgrund der Mineralien im Wasser kannst du entspannt auf der Oberfläche gleiten. Du findest an diesem surrealen Ort nicht nur einen der schönsten Campingplätze des Landes, sondern kannst von den Locals total viel über ihre indigene Klicksprache und die antiken Wandmalereien lernen. Wa, blue, wap, green. Say. Wa, wa, wap. Es gibt 14 Campingplätze über das Gelände verteilt. Also schlecht ist das ja absolut nicht. Für einen unglaublich schönen Sonnenuntergang nimm am besten einen im Westen. Wir hatten Nummer 11. Am Rande der Hauptstadt Windhoek liegt die einzigartige Nachbarschaft Katotura. Unser Freund Sean ist hier aufgewachsen und bietet Touren an, bei denen du einen Einblick in die Geschichte des Ortes bekommst. Auf die traurige Geschichte des Waterbergs möchten wir an dieser Stelle nicht eingehen. Wir fokussieren uns darauf, dass neben dem absolut herrlichen Blick vom Berg aus wir hier zum ersten Mal Pumbas gesehen haben während unserer ganzen Zeit in Namibia. Sie toben hier frei herum um die Zelte. Campe am Kavango, direkt an Angola. Nahe Rundu, der zweitgrößten Stadt Namibias, gibt es hier viele Campingplätze direkt am Fluss und abends kannst du eine Bootsfahrt genießen. Almost touching Angola. Here, it's Angola. Etwas weiter flussabwärts findest du das Ngepi Camp, wo du deine Hippo-Erfahrung nochmal intensivieren kannst. Nicht nur hat der Zeltplatz einen Pool in den Fluss gebaut, wodurch du geschützt mit den Hippos planschen kannst, nachts besteht die große Chance, dass sie genau hinter deinem Zeltplatz grasen. War das Video bisher wertvoll für dich? Für dein Abonnement schenken wir dir ein virtuelles Küsschen. Hier noch einige Insider-Tipps von uns zu Namibia. Da du wahrscheinlich einen Roadtrip planst, können wir dir Savannah Autovermietung empfehlen. Die Preise sind landesweit ziemlich gleich, bei ca. 80 Euro am Tag. Aber wir waren super happy mit der Ausstattung, der Schlafsituation und dem Service allgemein. Wir haben die Locals absolut lieben gelernt. Achte grundsätzlich einfach darauf, nicht deine größte Goldkette umzuhaben und habe gute Intentionen, wie überall auf der Welt. Die Landeswährung ist der Namib-Dollar. 20 Namib-Dollar sind umgerechnet ungefähr 1 Euro. So viel kostet dir auch etwa der Liter Benzin. Hast du auch ein Wise-Konto? Dann bekommst du während deiner Reise den besten Umrechnungskurs. Kannst hier ziemlich überall günstig Bargeld abheben und an vielen Orten wird sogar Kartenzahlung akzeptiert. Aber hab immer Bargeld dabei. Es gibt tatsächlich viele große Supermärkte. Spar ist unser Favorit, denn hier hat uns die große Auswahl von veganen Pfandprodukten völlig aus den Socken gehauen. Vegan protein bars. Riesige Märkte mit grundsätzlich großer Auswahl, teilweise mit Bäcker und Kaffee sogar noch drin. Neben den vielen Stammessprachen wird hier durchgehend gutes Englisch gesprochen. Make it nice, nice food. Nice food, okay. Yeah. Wusstest du, dass die Klicksprache der Damara mit 4 Zeichen gesprochen wird? For instance, saying let's go to the dance, you say him, mapa. Reisefieber gepackt? Eins der beiden Videos wird dir helfen, ein noch besseres Bild von Namibia zu bekommen. Kanal abonnieren nicht vergessen für ein virtuelles Küsschen.